Hallo und willkommen zum ganz interessanten Thema. Heute gibt es mal wieder ein bisschen was auf Deutsch auf unserem Kanal. Und zwar, wie ihr wisst, oder wie viele von euch wissen, haben wir ja von Mexiko zurück, von Veracruz mit der Firma Caravan Shippers aus Hamburg verschifft, was so gut funktioniert hat und wir uns so gut verstanden haben, dass wir gesagt haben, wir machen einfach für alle, die von Veracruz aus, von Mexiko aus nach Deutschland verschiffen wollen, ein Video auf Deutsch. Und für alle von euch who speaks English, there's a video from Live and Give 4x4 in English. We put it in here. And there you can have all the informations in English if you want. Yeah. But today we speak Deutsch. Wie wir erwähnt haben, ist oder war für uns die Situation wirklich nicht einfach. Und wenn man dann noch tolle Hilfe bekommt und es wirklich einfach vonstatten geht, ist natürlich so viel geholfen. Und da müssen wir Caravan Shippers einfach ein riesengroßes Dankeschön geben. Und deswegen machen wir auch dieses Video, weil es hat uns so viel erleichtert und das ist das A und O. Wir würden jetzt einfach mal ein bisschen den Ablauf durchgehen, ein bisschen einblenden, wie was war, wie was funktioniert hat und einfach, wie wir das erleben durften. Also Schritt 1 war ganz einfach natürlich in Kontakt treten. Und das, musst du auch sagen, war ein riesen Pluspunkt. Also vielen Dank nochmal an Herr Hansen, der wirklich, Leute, das ist, ihr glaubt es gar nicht, man steht unter so viel Stress und dann bekommt man einen Menschen, der wirklich zuhört und sagt, okay, tief durchatmen, es wird alles gut, ich gebe euch verschiedene Optionen und ihr könnt dann in Ruhe überlegen. Wir waren zu dem Zeitpunkt in Zipolite. Das war an der Pazifikküste, also 800 Kilometer quer durchs Land entfernt von Veracruz. Daher war das auch schwierig zu sagen, wann wir ankommen, aber es war auf jeden Fall definitiv klar, dass das der Abschiffungshafen sein wird, von dem wir aus auslaufen. Und was man im Vorfeld wirklich erwähnen muss, ich meine, das muss man jetzt sagen und uns auch ein bisschen loben. Unsere Stärke ist, die Dinge im Vorfeld schon zu planen, aber das war auch ein großes Kriterium, dass man die Dinge wirklich im Vorfeld planen muss. Und da macht es einem Caravan Shippers auch leicht. Die haben gesagt, hey Leute, ihr wisst ungefähr, wann euer Datum ist. Wir geben euch 2, 3 Termine. Wir buchen euch schon mal ein und dann könnt ihr mal in Ruhe ankommen. Und sie haben gesagt, Leute, klar, ihr wisst nicht, wann ihr kommt, aber wenn ihr kommt, kommt bitte eine Woche vorher. Und das sind laute Schritte, die es einem wirklich erleichtern und die dich praktisch an die Hand nehmen und gesagt haben, eins nach dem anderen. Wir haben uns dann im Prinzip ein Hotel gesucht in Veracruz drinnen, in der Altstadt. Und dort war einfach das Positive, dass das Büro von den Agenten, mit dem sie zusammenarbeiten, in fußläufiger Nähe war. Also wir konnten dort auch, glücklicherweise haben wir gerade so in die Garage gepasst, mit 1 Zentimeter, konnten wir sogar im Hotel von der Garage noch die restlichen Umräumarbeiten und Vorbereitungen an unserem Auto machen, was wirklich richtig gut war. Wir mussten die Wassertanks reinigen, wir mussten das Auto putzen, wir mussten sämtliche Lebensmittel loswerden. Wir konnten das Auto noch vollends vorbereiten für die Schifffahrt, sprich alles befestigen drumherum, Ersatzräder alles befestigen, hinten in der Garage alles befestigen. Also das war wirklich sehr einfach und wie gesagt, fußläufig zu dem Büro von den Agenten. Und das ist auch, was ein absoluter Pluspunkt bei Caravan Shippers ist. Sie haben die Agenten vor Ort. Und man weiß, wie das ist, Leute. Man hat da eine Frage oder da eine Frage. Und dann konnten wir anrufen, wir konnten schnell vorbeigehen. Und das ist das, was auch vieles erleichtert. Es ging dann im Prinzip los, wir sind das erste Mal hin zu einem Vorgespräch, zum Schauen, ob alle unsere Papiere da sind, ob alles ordnungsgemäß da ist von den letzten Grenzübergängen. Gerade das Tipp fürs Motorrad und das Tipp fürs Auto, die Einfuhrgenehmigung. Haben dann auch die Rechnungsdetails gleich besprochen, haben dann auch die erste Rechnung bekommen. Das war insgesamt zusammen um die $800, was der Agent an Gebühr verlangt hat, da er fürs Motorrad das gleiche berechnet wie fürs Auto. Also das waren jeweils $250 und dann noch Hafengebühren und so dazu. Haben dann bei dem ersten Termin auch gleich ausgemacht, wann wir zur SAT fahren, um das Tipp zu canceln, also um praktisch der SAT zu sagen, wir führen das Fahrzeug wieder aus. Und das war ungefähr 1,5 bis 2 Wochen sogar vor dem Abschiffungstermin. Einen negativen Punkt davon kann aber Caravan Shippers nichts dafür und sie sind dabei, das zu verbessern, ist,
dass man mit dem Agenten, zwar können sie bedingt Englisch, aber leider noch nicht fließend. Und das war eine kleine Herausforderung, aber es geht gut. Also sie geben sich absolut große Mühe, die Agentur, gar keine Frage. Und du kriegst das Gefühl, dass du wirklich individuell behandelt wirst und sie nehmen dir sich wirklich Zeit. Und man hat das Gefühl, dass man gut aufgehoben ist. Dann sind wir zur SAT gefahren. Dort haben wir dann versucht, das Tipp zu canceln. Dort haben sie uns dann aber gesagt, dass das maximal 5 Tage bevor das Schiff ausläuft funktioniert. Wir haben dann gesagt, gut, aber wir gehen aus dem Hotel raus, weil in dem Hotel, wo wir waren, war einfach der Lärm unerträglich, weil das direkt an der Hauptstraße war und wir mussten das Auto loswerden. Weil wir in der Stadt drin waren, gab es keinen Parkplatz und so. Sie haben das dann so organisiert, dass wir das Auto vorab im Hafen abgeben konnten. Ganz toll. Wir konnten schon mal die ganze Prozedur machen, mit dem Hafen reinfahren, alles kommen wir aber gleich dazu. Und es gab dann die Möglichkeit, dass wir die Nummern am Fahrzeug abfotografieren und das Tipp dann praktisch später canceln, aber nicht mehr mit dem Fahrzeug vor Ort kommen müssen. Wir sind dann nach der SAT 2, 3 Tage später haben wir dann den Termin im Hafen gehabt. Wir haben uns beim Büro vom Agenten getroffen, sind dann zusammen zum Hafen gefahren. Das war ungefähr 40 Minuten Fahrt, 45 Minuten, weil man praktisch einmal um den ganzen Hafen rumfahren muss, damit man zu dem Eingang kommt. Das bisschen Blöde ist dort dann, dass man nach dieser ersten Schranke die nächsten Meter weiter alleine machen muss, weil da nur LKWs erlaubt sind. Also wenn ihr einen Van habt, ist ein bisschen anders. Wenn ihr wie wir einen LKW verschifft, müsst ihr in die LKW-Abteilung und da darf der Agent eben nicht hin mit seinem PKW. Warum er nicht bei uns im LKW mitfahren durfte, wissen wir nicht. Wir haben da auch nicht alles verstanden. Das war dann eigentlich das, wo es ein bisschen interessant wurde. Aber man muss sich da gar keine Sorgen machen. Es ist wirklich reinfahren, alles geradeaus. Dann kommt ein riesengroßes weißes Gebäude, da steht Officina dran, also das Büro. Da geht man rein, auch dort sind alle super nett, man wird durchgeleitet, muss eine Nummer ziehen, kriegt dann seinen Stempel in die Papiere, steigt dann auf dem Parkplatz wieder in den LKW und danach ist eigentlich das, wo viele verloren gehen. Ja, aber der Agent kommt wieder, der ist wie ein Bumerang, der kommt immer wieder zurück. Man geht dann aus dem Büro raus, fährt durch die ganzen Schranken durch, einfach die Straße alles entlang, über keine Brücke, über gar nichts, einfach nur unten bleiben. Dann muss man aber, bevor man den Agenten wieder trifft, kommt auf der rechten Seite ein Scanner, wo man durchfahren muss. Das wusste ich leider nicht, da bin ich dran vorbeigefahren. Hab dann den Agenten getroffen und mit dem Agenten geht man dann praktisch weiter zu der Zollbehörde, wo man dann das Auto abgibt, wo es dann nachher schlussendlich auch bleibt, wo man es dann auch nachher nicht mehr mit zurücknimmt, wo man dann nachher eigentlich auch keinen Zutritt mehr hat dafür. Auch ganz wichtig zu wissen, wir haben gedacht, wir können da zu zweit rein. Man darf wohl schon zu zweit, aber damals hieß es nein. Ihr müsst auch darauf gefasst sein, das darf immer nur einer mit. Also da müsst ihr euch gut absprechen, wer das dann übernimmt. Genau, und da haben wir auch im Vorfeld gesagt, das Auto bei uns ist auf Asche angemeldet, aber ich bin der eigentliche Fahrer und mein Spanisch ist ein bisschen flüssiger. Das haben wir denen einfach vorher gesagt. Und da hat auch gar niemand danach gefragt, dass das auf 2 verschiedene Namen war. Das war gar kein Problem. Ja. Wie gesagt, dachten wir, juhu, abgeschlossen, aber war dem wohl nicht so. Wir haben dann die Mitteilung bekommen, dass wir dann, ich glaube, 2 Tage später, 2, 3 Tage später, ja, die eigentliche Riesenkontrolle machen müssen mit dem Hund, wo durchgeht und einfach nochmal der letzte Check, bevor das Auto dann letztendlich auf das Schiff kommt. Da durften wir dann auch zu zweit rein. Ja. Und dann war es eigentlich so, dass sie uns hätten das Auto auf den Parkplatz bringen sollen, wo wir ihn das erste Mal hingebracht haben. Und dort hätte man dann den Check gemacht mit dem Hund. Wir haben dann dort auch gewartet, und dann kam jedenfalls das Auto nicht, sondern es kam ein Taxi. Das Taxi hat uns zum Auto gefahren. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir verlinken euch das Video, sowieso klar. Es ging letztendlich darum, dass natürlich so viele Fahrzeuge im Hafen sind und dass man nicht alles wissen kann, obwohl wir sehr gut vorbereitet waren und alles eigentlich aufgeschrieben hatten, ging es letztendlich darum, dass sie unser Lastwagen nicht starten konnten, weil es ein ganz besonderes Modell ist und die haben vergessen, die Zündung auszumachen. Aber es ging wirklich darum, dass unser Agent, der war natürlich entsetzt, weil er gedacht hat, unser Auto wäre kaputt und der war so lieb und war so besorgt, dass der gemeint hat, der müsste Polizei gehen, um das zu klären. Und da merkt man einfach wieder, das war einfach, die lassen dich nicht alleine, weißt du, der hätte auch sagen können, ja, Pech gehabt,
das interessiert mich nicht, da könnt ihr zugucken. Und da haben wir uns auch sehr gut aufgehoben gefühlt. Und er hat sich gekümmert, wir konnten das gut klären. Letztendlich mussten wir uns, ja, wir kennen unser Auto, wir haben es dann auch hingekriegt. Und die vom Hafen waren auch sehr kooperativ. Und das ging dann für uns und für alle Beteiligten zum Glück dann positiv über die Bühne. Die Drogenkontrolle mit dem Hund ist eigentlich auch sehr einfach. Also wir hatten erst wirklich die Befürchtung, dass wir wirklich alles aus dem Auto rausräumen müssen, was auch wohl hin und wieder vorkommt. Aber wir sind davor mit der Bearbeiterin rein oder mit der Frau von der Zollbehörde. Sie hat uns dann gesagt, was wir rausräumen müssen. Haben dann einige Sachen rausgeräumt, vors Auto gestellt. Man muss natürlich alle Türen aufmachen. Ja, dann kommt der Pickup mit dem Hund. Dann geht sie mit dem Hund einfach ums Auto. Der schnüffelt überall, guckt, ob da irgendwas drin ist, was man nicht mitnehmen darf. Es ist einfach alles mexikanisch, wie die in Mexiko sind, wissen. Man muss halt viel Zeit mitbringen und man muss viel warten. Und ja, alle haben Zeit und es geht gemütlich zu. Es wäre einfach noch ein bisschen, was ist zu beachten, was ist wichtig. Ganz wichtig war bei uns, dass wir wirklich richtig viel Zeit mitgebracht haben, wo wir da hingegangen sind. Normalerweise sagt man, man kann so 5 Tage bevor das Schiff ausläuft, die ganze Prozedur starten. Wir waren 1,5 Wochen vorher, fast 2 Wochen vorher dort. Und wir waren wirklich auch jeden zweiten Tag damit beschäftigt, irgendwas dafür zu regeln. Zweite, ganz wichtig, die Papiere. Es steht und fällt mit deinen Papieren und die müssen wirklich in Ordnung sein. Ihr müsst vorbereitet sein, dass ihr alles parat haben, weil sie wollen wirklich alles wissen. Sie wollen alles einsehen. Sie wollen die Originalpapiere. Macht euch Kopien, lieber zu viel und habt alles bereit und immer eine Mappe dabei. Das ist einfach... Bis wir das immer mit dem Agent, bevor wir los sind, haben wir immer erst alles gecheckt und dann hat es nochmal ausgedruckt, dann haben wir es nochmal verglichen, haben wir auch ja nichts vergessen. Und das, ja, es ist eigentlich klar, aber manchmal gehen so viele Sachen unter, aber nehmt euch da bitte noch mehr Zeit und überprüft es lieber 3-mal, statt, ja, einfach zu sagen, okay, wir haben es ja und gestern war ja alles da, aber dann fehlt dann doch was. Und wenn man das hat, dann ist es auch gar kein Problem. Gar kein Problem. Ja. Und dann haben wir 4 Wochen gewartet aufs Auto, als wir zurück waren. Ich glaube, insgesamt war es 4 Wochen, bis wir es abholen konnten. Sind dann nach Bremerhaven gefahren. Wir haben es nach Bremerhaven verschifft, nicht nach Hamburg, weil das ein bisschen näher ist für uns. Auch das total easy. Man fährt hin. Wir haben vom Herrn Hansen noch den Tipp gekriegt, dass man noch so ein Anruf-Sammeltaxi dann bestellen kann zum Schluss. Auch im Hafen, weil ja unsere Batterie leer waren, haben wir versucht zu starten. Ging natürlich nicht. Haben sie gleich den Überbrückungsservice gerufen. So freundlich und so nett. Also wirklich. Ohne Mehrkosten, ohne gar nichts. Papiere machen, wirklich alles richtig einfach. Also hätten wir nicht überbrücken müssen, wäre die Autoabholung eine Sache von 10-15 Minuten gewesen. Aber Leute, es wären ja nicht Asche und Christian oder wir, wenn wir hier nicht ein bisschen Aufregung und ein bisschen hier Pfeffer in unserem Leben kriegen. Wie gesagt, es war wieder typisch, ging alles wunderbar glatt, wie damals in Mexiko auch. Dachten wir, juhu, jetzt fahren wir los, fahren wir heim, weil wir hatten 6 Stunden offizielle Fahrt vor uns und mit unserem Lastwagen dauert es ein bisschen länger. Und dann waren wir endlich froh loszukommen und wir wollten aus dem Hafen. Und es war natürlich nicht selbstverständlich, dass man uns einfach aus dem Hafen lässt. Das war wegen den Kennzeichen. Genau. Genau. Auch das ganz wichtig. Eben, gut, dass das du sagst. Nicht vergessen. Wichtige Information. Wenn ihr euer Auto abholen müsst mit roten Kennzeichen, also mit nicht Überführungskennzeichen. Ich weiß nicht, wie man es. Weil die haben wir nicht mehr gekriegt, weil wir logischerweise auch kein TÜV mehr haben. Also wichtig war, dass unser Auto noch eine Zulassung hatte. Das war wirklich durch den ganzen Prozess wichtig und da wurde auch drauf geachtet, egal ob in Mexiko oder auch nachher in Deutschland bei der Abholung. Aber da wir es ja auf deutschen Straßen nicht bewegen dürfen ohne TÜV und man keine 3-Tages-Kennzeichen kriegt, haben wir eine rote Nummer für die Überführung besorgt. Und die haben wir blöderweise schon im Hafen dran gemacht, was wir nicht hätten machen sollen, weil wo wir dann zum Zoll gekommen sind, haben sie uns natürlich rausgezogen und uns nachher dann erklärt, Autos mit roten Nummern ziehen sie grundsätzlich immer raus. Ja, es war nicht ganz so nett, wie Christian das letztendlich dargestellt hat, aber es ist einfach unnötig und es war einfach, ja, unnötiger Stress. Sie war etwas anstrengend, weil sie einfach gedacht haben, wir haben das Auto geklaut, beziehungsweise so hat sie uns das vermittelt. Ja. Einfach unnötig im Vorfeld einfach das abklären, aber wieder klasse Herr Hansen angerufen und er so, ist mir noch nie passiert. Noch nie gehört. Eben.
Und sie hat dann gesagt, ja, er soll dann da irgendwie eine E-Mail an den Zollding schicken. Aber es hat sich auch geklärt. Und wie gesagt, falls ihr mit abgelaufenem TÜV bzw. kein TÜV nach Deutschland kommt, ganz wichtig, einfach nur ein kleiner Tipp am Rande, erleichtert das Leben wesentlicher. Ja, lasst die Kennzeichen dran, bis ihr aus dem Hafen draußen seid und danach macht ihr alles, dass es richtig ist. Wenn ihr eine Frage dazu habt, meldet euch auf jeden Fall an die Caravan Shippers natürlich. Wir verlinken die euch unten. Oder schreibt uns unter das Video, wenn ihr eine Frage habt oder falls wir irgendwas übersehen haben oder so. Klar, man könnte jetzt hier 30 Minuten berichten, aber wir wollen einfach kurz erklären, wie es war. Einfach den Prozess ein bisschen erklären, dass man das vielleicht mal 1:1 hört, bevor man das selber macht. Und ja, freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Ich halt den Kopf aus, lass mich treiben. Hab keinen Bock auf Langeweile. Gönnermodus, ja, denn ich nehme mir Zeit auszubrechen. Hab das Gefühl, ich dreh mich im Kreis im Hamsterrad dieses Lebens. Doch ich mach ein Karussell draus. Was für Backpack, süß mir Jetpack in Weltraum.